Hi, wir müssen mal wieder reden. Und zwar über das Thema ADHS als Ausrede. Ja, ich höre in letzter Zeit einfach immer wieder von Menschen, dass sie sich nicht trauen, für sich einzustehen, über ihre Bedürfnisse zu sprechen, weil sie Angst haben davor, dass das als Entschuldigung gehört werden könnte. Also, dass sie quasi ihre ADHS vorschieben, um irgendwie Dinge nicht tun zu müssen. Also, man hört doch oft den Unterton ein bisschen, ach ja, du hast eine ADHS-Diagnose, du musstest das aber nicht jedes Mal vorhalten, wenn irgendwas nicht geht. Und ganz ehrlich, das regt mich einfach extrem auf und es müsste überhaupt nicht sein. Und es erschwert einfach das Leben vieler Menschen noch mehr. Ihr merkt vielleicht, dass ich schon ein bisschen getriggert bin deswegen. Und zwar liegt es daran, dass mir das Thema einfach irgendwie das Herz bricht. Es ist so stellvertretend für das Problem unserer Gesellschaft. Darum möchte ich heute dieses Thema ein bisschen auseinanderpflücken, anschauen, woher das kommt, darüber sprechen, warum ich das problematisch finde und auch, was es vielleicht für Lösungen gibt. Jedenfalls wird das wahrscheinlich ein bisschen ein Wild Ride, also holt euch irgendwas zu trinken und setzt euch bequem hin. Eigentlich weiß ich gar nicht so genau, an wen alles dieses Video gerichtet ist. Also einerseits möchte ich dir als ADHSlerin mit auf den Weg geben, dass du komplett okay bist, so wie du bist und dass sich einfach in dieser neurotypischen Welt uns sehr viele Hindernisse in den Weg stellen, die andere so nicht empfinden oder so nicht sehen. Und andererseits möchte ich auch die Leute ansprechen, die vielleicht so denken, dass ADHS als Entschuldigung verwendet wird, um irgendwie nicht arbeiten zu müssen oder faul zu sein. Und einfach ein bisschen aufklären darüber, woher das vielleicht kommen könnte und wo das Missverständnis liegt. Hier wird es mal wieder Zeit für einen Disclaimer. Ich halte selbst überhaupt nichts davon, wenn Menschen irgendeine Entschuldigung herbeiziehen, um ein, arschlochmäßiges Verhalten zu rechtfertigen. Ich erwarte von mir selbst und von allen anderen Menschen, dass sie ihre Reflexionsfähigkeit ein bisschen benutzen. Aber ich würde mal behaupten, dass bei diesen Menschen nicht die Diagnose das Problem ist. Bloß weil es vielleicht mal 2 Menschen gegeben hat, die augenscheinlich sich ausgeruht haben auf irgendeine Diagnose, heißt es nicht, dass man einen großen Teil der Gesellschaft generell verurteilen sollte. Und Entschuldigung, dieses auf der Diagnose ausruhen ist auch wieder so etwas, wo ich stundenlang darüber referieren könnte. Mache ich vielleicht auch irgendwann. Falls euch das interessiert, ihr könnt gerne kommentieren und dann werde ich dieses Video auch machen. Weil es ist einfach wirklich so viel falsch noch in diesen Zeiten, wo man eigentlich so viel weiß. Aber ich drifte mal wieder ab. Jedenfalls habe ich, glaube ich, selten Menschen gesehen, die so an sich arbeiten wollen, wie neurodivergente Menschen. Und ich finde es einfach total unfair, wenn generell davon ausgegangen wird, dass Menschen faul sein wollen. Und diese Haltung ist auch so getränkt von Ableismus und unserer toxischen Arbeitsethik, der protestantischen Arbeitsethik, die hier in meinen Breitengraden halt einfach wirklich überall verankert ist. Auch wenn ich die Gefahr laufe, jetzt die Hälfte zu verlieren, ich möchte nochmals kurz darauf eingehen, was ADHS eigentlich ist und euch kurz vorlesen. Denn ich finde das für das, was nachher folgt, ziemlich wichtig vor Augen zu halten. Also, bei ADHS handelt es sich um eine neurobiologische Störung, bei der es zu einer teils veränderten Informationsübertragung zwischen Nervenzellen im Gehirn kommt. Hauptmerkmale sind Impulsivität, Hyperaktivität und Probleme mit der Steuerung unserer Aufmerksamkeit. Ihr habt bestimmt alle auch schon von exekutiver Dysfunktion gehört. Das bedeutet, dass wir aufgrund unseres Brains mehr Mühe haben als andere, Dinge zu planen, überhaupt anzufangen und sie durchzuziehen. Außerdem, das ist kein offizielles diagnostisches Kriterium, leider haben viele von uns mit emotionaler Dysregulation zu kämpfen. Also das hat wahrscheinlich mit der Impulsivität zu tun, dass wir unsere Emotionen nicht so gut steuern können. Manche empfinden sie extrem krass, manche empfinden sie eben fast zu wenig. Und auch das kann uns das Leben im Alltag ziemlich schwer machen. Also zusammengefasst, ADHS ist keine Einstellung, es ist keine Mindset-Frage, es ist eine neurobiologische Geschichte in unserem Gehirn, die dazu führt, dass wir mit gewissen Vorgängen mehr Mühe haben im Vergleich zu der neurotypischen Welt. Und das heißt jetzt nicht, das ist mir mega wichtig, dass wir deswegen weniger fähig sind als andere oder weniger erreichen werden in unserem Leben oder überhaupt irgendwie schlechter sind als andere. Unsere Brains funktionieren einfach anders
als neurotypische Brains. Und jetzt haben wir das Problem, dass unsere Gesellschaft und die Arbeitswelt und unsere Kultur auf neurotypischen Standards und Erwartungen aufgebaut ist. Darum kämpfen wir, ADSlerinnen und generell Menschen mit Neurodivergenzen, mit mehr unsichtbaren Hindernissen im Alltag, die Normis gar nicht auffallen. Und ich glaube, auch darum ist es doch so schwer nachzuvollziehen, wenn wir sagen, dass wir Schwierigkeiten mit etwas haben, was bei anderen vielleicht einfach total automatisch passiert. Aber mehr dazu später. Was mir auch total gefällt, ist der Vergleich mit Apple Computer versus Windows Computern. Also ADHS zu haben, fühlt sich so ein bisschen so an, als müsste ich als Apple Computer statt meinem OS Windows laufen lassen. Und das führt natürlich zu unglaublich vielen Fehlermeldungen und Verlangsamungen oder sonst irgendwelchen Systemabstürzen. Und ohne die Diagnose hat man so einfach das Gefühl, dass man überhaupt nicht funktionsfähig ist. Und warum ist überhaupt alles so viel schwerer als bei anderen? Warum spuckt das bei mir nicht die richtigen Daten in der richtigen Geschwindigkeit aus? Die Folge davon ist oft, dass wir einfach noch mehr aus unserem System pressen wollen, weil wir müssen uns ja einfach noch mehr anstrengen, dann geht das schon und puff, gibt es irgendwann einen Kurzschluss. Und das liegt nicht daran, dass wir den falschen Computer haben oder der falsche Computer sind, auch wenn jetzt manche darauf bestehen, dass Apple-Computer schlechter sind, sondern das liegt daran, dass wir ein anderes Betriebssystem haben und gewisse Arbeitsabläufe halt anders sein müssen, damit wir für uns gut funktionieren können. Und wenn wir unsere Diagnose erhalten, oft eben sehr spät, wie in meinem Falle, dann macht plötzlich alles so Sinn. Dann gibt es plötzlich eine Erklärung dafür, warum es diese Systemabstürze immer gegeben hat und warum mein System immer heiß gelaufen ist quasi. Und wir merken dann auch, dass wir gewisse Dinge anders machen und anders angehen müssen als andere vielleicht. Dass wir Systeme brauchen, die nicht gewöhnlich sind. Und für uns ist das eine extreme Erleichterung und wir wollen natürlich auch was ändern, damit es uns auch künftig wirklich gut geht und wir nicht mehr so zu kämpfen haben. Und all das führt natürlich dazu, dass wir auch zum Beispiel im Arbeitsleben vieles ändern möchten oder auch müssen, damit es uns besser geht. Und das heißt auch, dass wir mit diesen Leuten dann sprechen, die verantwortlich sind und wir nach gemeinsamen Lösungen suchen möchten. Dann kommen natürlich von uns auch Erklärungen, warum jetzt vielleicht etwas nicht so funktioniert, wie es sollte und warum wir etwas anders machen wollen. Und genau das führt dann dazu wahrscheinlich, oder ziemlich sicher, dass es als Ausrede gehört wird. Aber bevor ich in die Gründe eingehe, möchte ich ein Beispiel machen, das ein bisschen den Unterschied zwischen Ausrede und Erklärung darstellt. Weil ich finde das noch wichtig, auch um bei uns ein bisschen zu hinterfragen, wie wir kommunizieren. Ich sage nicht, dass es unsere Schuld ist, wenn etwas als Ausrede gehört wird. Im Gegenteil. Aber was wir machen können und wofür wir Verantwortung übernehmen können, ist die Art und Weise, wie wir kommunizieren und dass wir die Dinge auch einigermaßen klar kommunizieren. Wie dann die Person danach darüber denkt, darauf haben wir keinen Einfluss. Wenn also jemand immer noch eine Ausrede hört, dann... Aber gut, jetzt zu meinem Beispiel. Ich habe, vermutlich dank meiner ADS, schon immer etwas Mühe damit, Freundschaften aufrechtzuerhalten. Also ich habe wirklich Mühe, mich regelmäßig zu melden. Ich verschwinde teilweise von der Bildfläche, weil ich auch total die Zeit nicht spüre, die vergeht. Und gleichzeitig habe ich die Menschen aber immer so in meinem Kopf. Also ich bin eigentlich immer verbunden, aber ich schaffe es oft nicht, das dann zu zeigen. Da sind wir wieder bei der exekutiven Dysfunktion. Und logischerweise setze ich mich nicht einfach hin und sage, ja, ich kann das jetzt halt einfach nicht, sondern ich habe natürlich jetzt auch Maßnahmen ergriffen oder habe immer wieder versucht, da ein bisschen besser zu werden. Aber ich habe auch gemerkt, ich werde nie wirklich ein neurotypisches Level an wie soll ich sagen, Proaktivität entwickeln und ständig die Energie haben, mich zu treffen oder anzurufen und so. Also ich habe dann auch meine Grenzen erkannt. Und das sage ich jetzt halt Leuten, die ich frisch kennenlerne, und damit sie auch wissen, womit sie dealen. Aber ich übernehme auch die Verantwortung für meinen Teil. Doch was ich nicht kann, ist so ein gewisses Niveau erreichen. Das brennt mich einfach aus. Das ist auch etwas, wo es gewissermaßen einen Realitätscheck auch braucht. Und klar kann man jetzt sagen, es ist auch eine Charakterfrage auf jeden Fall, aber ADHS, Neurodivergenz, ist schon auch Teil des Charakters und der Persönlichkeit. Eine Ausrede wäre jetzt, wenn ich mit jemandem darüber spreche, ist, du, ich finde dich mega cool,
ich möchte unbedingt mit dir befreundet sein, doch ich werde mich halt nie melden und du musst immer alles machen und du musst immer die ganze Verantwortung übernehmen, weil ich habe ADHS, ich kann das nicht. Hingegen eine Erklärung ist ein bisschen das, was ich vorhin schon erklärt habe. Ich sage dann, hey, ich fände es total cool, wenn wir in Kontakt bleiben könnten, wenn wir Freunde sein könnten. Doch ich habe ein bisschen Mühe damit, mich proaktiv zu melden. Und das liegt nicht daran, dass ich dich nicht mag oder nicht an dich denke, im Gegenteil, sondern einfach aufgrund meines Gehirns manchmal so ein bisschen den Faden verliere. Ich habe mir Erinnerungen gesetzt etc. Aber trotzdem brauche ich einfach auch von dir eine gewisse Initiative, dass du dich meldest, wenn du nichts von mir hörst, weil es ist nicht böse gemeint und das heißt auch nicht, dass ich unsere Freundschaft nicht will. Ich glaube nicht, dass ich das so umständlich sage, aber ihr wisst, was ich meine. Genau, und der Unterschied ist, beim ersten übernehme ich null Verantwortung und gebe wirklich einfach alles an die Person ab und finde so, kann ich halt nicht. Wegen ADHS. Und beim zweiten ist es die Verantwortung einerseits zu übernehmen für das, was ich kann, also eben diese Systeme zu haben und halt zu sagen, hey, ich bemühe mich wirklich, aber auch die andere Person mit ins Boot zu holen, so dass wir uns gegenseitig findet und sie mich da auch ein bisschen unterstützen kann. Und genau in so einer Situation denke ich, dass das mit der Ausrede entsteht. Das größte Problem meiner Meinung nach ist, dass alles, was ein bisschen von der Norm abweicht, als moralisches Versagen gesehen oder empfunden wird. Vermutlich nicht mehr bewusst, also ziemlich sicher, oft sehr unbewusst. Also wenn jemand sagt, hey, ich kann das einfach aufgrund meines Brains nicht so gut, dann kommt es an, als die Person gibt sich halt einfach keine Mühe. Und wir haben einfach auch ein ganz engstirniges Bild davon, was es heißt, richtig zu arbeiten und richtig zu funktionieren, auch sonst im Leben. Und alles, was nicht danach aussieht, wird erst einmal innerlich ein bisschen abgelehnt. Dazu kommt natürlich noch, dass es ein großes Stigma gibt auf Neurodivergenz, auf psychische Erkrankungen und dass sowieso diesen Menschen gegenüber, uns gegenüber, ganz viele Vorurteile herrschen. Also ist die Message, die wir hören, spüren oder manchmal auch uns selbst sagen, du bist zu faul. Du strengst dich einfach nicht genug an. Was ist eigentlich dein Problem? Du musst einfach nur wollen. Du willst doch einfach nur Aufmerksamkeit und eine Extrabehandlung. Ohne Scheiß, das haben sich Leute auch schon anhören müssen. Und dieses, du musst einfach nur wollen, ist ja in sich wieder ein moralisches Urteil. Es impliziert ja, dass wir schon könnten, aber einfach nicht wollen. Und das ist umso schlimmer für ADHSlerinnen, als dass die meisten von uns schon sich ihr ganzes Leben lang mehr angestrengt haben als andere und das halt einfach nicht sichtbar wird nach außen. Das ist einfach ein Slap in the face, weil genau da sind wir verletzlich, weil wir immer mehr als andere über unsichtbare Hindernisse gesprungen sind und das extrem anstrengend ist und uns das extrem ausbringt. Aber das ist natürlich nicht sichtbar von außen oder nicht so gut. Alle ADHSlerinnen, die ich kenne und auch ich selbst, wollen. Sie wollen unglaublich und auch ich will unglaublich. Doch, ich erinnere an die exekutive Dysfunktion, die Umsetzung kann enorm schwer für uns sein oder in einer gewissen Routine zu bleiben. Und das alles überhaupt nicht böswillig. Also, es fällt uns wegen unserem Gehirn schwerer. Literally. Und wir brauchen einfach andere Wege und Lösungen als neurotypische Brains. Und wenn wir jetzt dafür einstehen, zum Beispiel im Arbeitsplatz, aber auch im Privatleben, dann kommt ziemlich schnell die Antwort, nö, das ist einfach eine Ausrede, Punkt. Natürlich sind nicht alle so. Also, ich weiß auch, dass es ganz viele Menschen gibt, die auch Verständnis haben dafür und unterstützen möchten. Ich möchte aber einfach darüber sprechen, dass das sehr häufig vorkommt, leider immer noch viel zu häufig. Ja, und einige Menschen fürchten auch, und das finde ich ganz schrecklich, dass wir uns mit unserer Diagnose irgendwelche Vorteile erschleichen wollen. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel im Studium mehr Zeit bekommt für eine Prüfung oder in einen anderen Raum gehen darf, dann wird das als Vorteil empfunden und als unfair. Und dabei wird aber nicht gesehen, dass es diese Maßnahme überhaupt braucht, damit dieser Mensch an der gleichen Startstelle steht wie alle anderen und vom gleichen Ort aus starten kann, ohne erst auf dem eigenen Weg über 100 unsichtbare Hürden zu springen, wie ich das in diesem Video jetzt schon ein paar Mal gesagt habe. Also das kann ich wirklich nicht nachvollziehen, wie man so denken kann. Das ist ableistisch. Und diesen Ableismus haben wir leider selbst als neurodivergente Menschen auch noch verinnerlicht, weil wir ja auch in dieser Gesellschaft aufgewachsen sind. Und das führt dann dazu, dass wir uns selbst als faul oder unfähig oder ausredensuchend bezeichnen. Dabei stimmt das alles nicht. Wir sind awesome, wir sind fähig,
wir sind bunt, wir sind cool, wir sind großherzig. Die Welt, so wie sie ist einfach nicht optimal für uns. Und das heißt jetzt nicht, dass wir uns mehr anstrengen müssen, um diesen Standards entsprechen, sondern dass sich die Welt ein bisschen aufmachen muss, uns allen gegenüber, die aus der Norm fallen. Damit kommen wir zum letzten Punkt. Was denn für Lösungen her müssen? Wie können wir machen, dass sich die Welt auch mehr öffnet? Was ich erst einmal super wichtig finde, wir ADHSlerinnen, neurodivergenten Menschen, Menschen mit psychischen Erkrankungen, Menschen mit körperlichen Erkrankungen, wir sollen und dürfen für unsere Bedürfnisse einstehen, selbst wenn sie für andere noch so schwer nachvollziehbar ist. Und wir sollen auch Unterstützung bekommen, damit wir unser Potenzial entfalten können und unser Leben, in einem Wohlbefinden leben können. Und wenn wir Angst haben, etwas könnte als Ausrede gehört werden, ist die einzige Möglichkeit, wie schon erwähnt, die wir haben, uns zu reflektieren, ob wir an der Kommunikation noch ein bisschen was ändern können. Aber das ist auch alles. Wenn in einem Umfeld immer alles als Ausrede gehört wird und vermutet wird, dass wir einfach nur faul sind oder jemand einfach nicht arbeiten möchte oder was auch immer nicht tun möchte, dann ist vielleicht auch das Umfeld falsch. Und ich empfehle da, wenn möglich, ich weiß, das ist nicht immer möglich, dann einfach auch das Umfeld zu verlassen und ein anderes Umfeld zu suchen. Doch es ist ja eben nicht nur in unserer eigenen Verantwortung, uns ein Umfeld zu suchen, sondern im Moment, meiner Meinung nach, wird immer noch viel zu fest erwartet, dass wir neurotypisch werden, dass wir jetzt, wo wir unsere Diagnose kennen und wissen, wo das Problem liegt, uns noch mehr anstrengen müssen, um neurotypisch zu werden, damit andere sich ja nicht mit unseren Herausforderungen irgendwie konfrontieren müssen. Und da diese Erwartung von der Gesellschaft ein bisschen da ist, finde ich auch, dass diese Seite auch mal ein bisschen einen Schritt auf uns zu macht und sich um echte Inklusion und Neurodiversität auch kümmert. Das heißt natürlich nicht, dass wir nicht auch auf die anderen Leute zugehen sollen. Aber ich sage nur, bei Inklusion und Diversität und Möglichmachen von Neurodiversität sind nicht nur die Betroffenen gefragt, sondern eben auch die bis jetzt die Normen und Regeln gesetzt haben. Wie das funktioniert? Ja, wie immer eigentlich. Mit Zuhören und auch daran glauben, dass die Gehirne so ticken, wie sie ticken, die Erlebnisse wahrnehmen und die in der Verantwortung sind und die Macht haben dazu, anfangen, diese Barrieren abzuarbeiten, die unsichtbar sind, aber sehr real für viele Menschen. Und dass Fachpersonen, die wie TherapeutInnen und PsychiaterInnen, noch mehr Aufklärung betreiben von dieser Seite und auch Forschung vorantreiben etc. Und glücklicherweise gibt es ja da schon sehr, sehr viel Bewegung, aber wir sind doch immer noch ein gutes Stück weit davon entfernt. So erlebe ich es zumindest. Und darum möchte ich, dass sich viele Leute Gedanken machen zu diesem Thema und dass wir uns selbst als ADHSlerinnen, als neurodivergente Menschen Gedanken machen, wo wir, natürlich immer vorausgesetzt, dass wir die Energie dazu haben, noch mehr für uns einstehen können. Denn wir haben alle ein Leben in Erfüllung verdient. So, ich habe, glaube ich, jetzt wirklich mich ein bisschen in Rage geredet. Aber ich hoffe, ihr konntet was davon mitnehmen, sowohl als ADHSlerinnen als auch als Menschen, die sich einfach darüber informieren wollten. Und dass ihr ein bisschen Mut gefasst habt, eben trotz des Gegenwindes für eure Bedürfnisse einzustehen. Ich arbeite selbst auch immer noch sehr fest daran und auch meinen inneren Ableismus abzubauen. Aber ich glaube an uns. Ja, und in diesem Sinne, wenn dir dieses Video gefallen hat, dann schenk mir ein Like, schenk mir ein Abo, wenn dir das allgemein gefällt. Damit unterstützt du meine Content-Produktion und meinen Channel und mich enorm. Und geh auch gerne mal auf meine Webseite oder folge mir auf Social Media, kannst dich für meinen Newsletter auch eintragen auf der Webseite. Du findest alles unten in der Beschreibung. Ja, und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüss.